Welche Endstufe brauche ich, wenn ich meine Anlage konfigurieren mag? 4-Kanal, 1-Kanal, 2-Kanal, Mehrkanal. Ich erzähle euch jetzt, wie man sowas anwenden kann. Die Zusammenfassung aller Informationen über den Golf 6, ob das jetzt die Videos sind oder ob das Bilder sind oder eben alle passenden Produkte für den Golf 6, findet ihr bei aas24.com unter Finde alles für dein Auto. Oder ihr sucht einfach direkt bei uns hier im Videobeschreibungstext den Link, der direkt zu dieser Seite führt. Und wer es noch nicht weiß, wir versenden nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit. Dann gilt in erster Linie mal zu klären, wie stelle ich mir eigentlich eine Anlage vor. Wir hätten jetzt die Variante eines Frontsystems, also nur mal Frontlautsprecher zu betreiben. Jetzt hier in dem Fall ein Zwei-Wege-Komponentensystem. Wenn ich da jetzt eine Endstufe mit davor schließen mag, nach dem Autoradio, dann die Endstufe und dann die Lautsprecher. Da bräuchte ich im Prinzip auch nur eine 2-Kanal-Endstufe, weil mehr Lautsprecher möchte ich ja auch gar nicht betreiben. Einen rechten, einen linken, 2 Kanäle. Wenn ich jetzt in den hinteren Türen oder hinteren Lautsprechern auch noch das Ganze mit Endstufe betreiben mag, also jetzt hier ein Koaxiallautsprecher oder ein Komponentensystem, dann bräuchte ich natürlich eine 4-Kanal-Endstufe. Und damit kann ich dann Front rechts, links und hinten rechts, links betreiben. So, wenn ich jetzt zusätzlich noch einen Subwoofer im Kofferraum stehen habe, da gibt es jetzt dann die Variante, entweder eine 4-Kanal-Endstufe, wie gehabt, für Front- und Hecksystem und zusätzlich eine zweite Endstufe als digitaler Monoblock zum Beispiel mit richtig viel Dampf auf den Subwoofer mit drauf. Was allerdings die meiste Variante ist, was überhaupt verbaut wird, ist nur ein Frontsystem, weil man da den meisten Klangeffekt hat, ein Lautsprechersystem auszubauen, mit Endstufe zu betreiben und dazu noch ein Subwoofer, weil das hintere Lautsprechersystem eigentlich überhaupt nicht klangentscheidend ist, sondern je nach Geldbeutel, da sagt, okay, ich mach's noch mit rein, das ist ein kleiner Kick, was es vielleicht noch ausmacht, aber Frontsystem und Subwoofer, das sind die entscheidenden Sachen. Und da langt uns dann natürlich auch eine 4-Kanal-Endstufe, weil ich mit der 4-Kanal-Endstufe 2 Kanäle vorne, also einen rechts, einen links betreiben kann und die anderen 2 Kanäle, wo so eine 4-Kanal-Endstufe zur Verfügung hat, eben Brückenschaltung machen kann, so dass ich 2 Kanäle zu einem zusammenfassen kann und entsprechend jetzt in einen Subwoofer reinfahren kann. Jetzt stellt sich eine weitere Frage, ja, welche 4-Kanal-Endstufe soll es dann sein? Naja, das hängt jetzt natürlich einmal von der Güte ab, wie gut soll der Sound sein, wie viel Leistung hat sie, das ist natürlich auch ausschlaggebend. Da geht es natürlich los bei 100 Euro, 150 Euro sind die kleinsten 4-Kanal-Endstufen und nach oben habt ihr natürlich keine Grenzen. Das hat alles was mit Qualität und Leistung zu tun und Leistung hat wieder was mit Sound Quality zu tun. Und da könnt ihr euch natürlich austoben und das sollte natürlich irgendwie von der Leistung her zu euren Lautsprechern passen. Also wenn ihr einen Subwoofer habt, der 500 Watt RMS Leistung verträgt, dann solltet ihr natürlich schauen, dass diese 4-Kanal-Endstufe an der Brückenklemme, so wie sie angegeben ist, eben auch die 500 oder vielleicht sogar etwas mehr Leistung an diesen Kanälen bringt. Und dann könnt ihr dieses System so aufbauen. Oder ihr könnt natürlich auch sagen, nee, ich möchte schon mein Frontsystem, ich möchte mein Hecksystem und einen Subwoofer betreiben, ohne dass ich gleich 2 Endstufen installieren muss. Dafür gibt es dann auch Mehrkanal-Endstufen. Ja. Das heißt, die haben dann nicht nur 2 oder 4 Kanäle, über das, was wir bisher gesprochen haben, sondern eben 5 oder 6 Kanäle. Oder es gibt sogar von Auison 8 und 9 Kanal-Endstufen. Ja. Die haben dann entsprechend die Leistungsaufteilung. Da müsst ihr euch gucken, wie viel Leistung hat jetzt welches Kanalpaar, welche Lautsprecher hänge ich denn an dieses Kanalpaar dran und passt es so einfach zusammen. Und da kann man natürlich auch sagen, ja gut, nimm ich halt eine große Endstufe, die mehrere Kanäle hat, um gleich alles abzudecken. Dann brauche ich nur einmal einen Strom daherlegen und mir den Kopf zu machen, wo baue ich die Endstufe ein, so dass sie eben nicht im Weg umgeht und entsprechend Platz findet im Auto. Die Stromversorgung von einer Endstufe muss natürlich auch gut gewährleistet sein. Das heißt, wir haben euch auch ein Video gemacht, wo wir zum Beispiel jetzt hier im Golf 6 die ganzen Kabel verlegen, von der Batterieklemme über den Motorraum zum Innenraum bis hinter rein in den Kofferraum zur Endstufe und auch die Kabelverlegung von den Lautsprecherkabeln vom Autoradio vorne bis auch hier hinter bis zur Endstufe im Kofferraum drinne. Zu einer guten Stromversorgung gehört ein Kondensator, der einfach einen guten Strom puffert für die ganzen Bässe, damit, wenn viel Impulsstrom benötigt wird, bum, bum, bum,
da kommt dann der Kondensator zum Einsatz und bringt genau diese Leistung zum richtigen Zeitpunkt und sagt natürlich auch meinem Subwoofer, du hast die richtige Leistung und die Impulsität richtig zu spielen, und zwar von meiner Endstufe her. Und das ist das Grundlegende, dass man auch die Endstufen meistens im Kofferraum installiert, weil da gehen sie am wenigsten Weg um. Meistens habe ich da am ehesten den Platz. Drum sind auch Cinch-Leitungen in der Regel 5 Meter lang, die Standardstücke, und werden dann von hier aus wieder bis zum Autoradio zu den Lautsprechern verkabelt. Und das Einzige, was hier einen kurzen Weg hat, ist natürlich von der Endstufe zum Subwoofer, weil das ist ja gleich hier ums Eck rum. Ja? Und das ist, glaube ich, mal das Gröbste zum Thema Endstufen. Wenn euch das Video jetzt geholfen hat, um die richtige Endstufe zu finden, bin ich schon froh. Ihr könnt natürlich auch immer bei uns anrufen, wenn ihr wissen wollt, was passt am besten zu eurer bestehenden Anlage. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen, freue mich jederzeit über Daumen hoch von euch. Ihr könnt uns natürlich auch gern abonnieren, hier in dem Button, den wir extra für euch vorbereitet haben. Oder ihr könnt euch auch hier bereits die neuen Videos von uns anschauen, die es auch noch zu dem Thema gibt.